Hallo alle zusammen. Also das ist die Moni. Wir wollen Spaß haben und gut essen. Ja, ich hasse Autofahren, aber mit gutem Essen lockt man mich auch dahin. Ja, ich würde sagen, kommt mit. Aus dem Haus raus. Ja, ich liebe gutes Essen. Also die Frage, die so stellt, ne, ist, warum fahren wir nach Düsseldorf? In Düsseldorf gibt es einen großen Zug mit japanischen Restaurants und wir wollten uns den einfach mal angucken, weil japanisches Essen ist cool. Ja, das schmeckt. Also wir lieben asiatisches Essen. Es liegt auch hauptsächlich daran, weil wir beide in asiatischen Ländern mal gewohnt haben. Du warst in Japan? Japan, genau. Deshalb auch heute japanisches Essen. Und ich war in Taiwan für fast ein Jahr. Genau. Ich habe eine Liebe entwickelt für asiatisches Essen. Ich sag's euch, noch 7 Jahre nachdem ich aus Taiwan in Deutschland ankam, habe ich vom Essen geträumt. Ich lüge nicht. Wirklich. Ich habe so getrauert, weil das Essen so lecker war. Love for Taiwan. Okay, so, was können wir alles anschauen in Düsseldorf? Da steht, in Düsseldorf hat ein Little Tokyo. Klingt gut. Also wir fangen auf jeden Fall mit Essen an, danach bin ich glücklich und sehr liebevoll. Ja, bin ganz schnell hangry, Wir sind in Düsseldorf angekommen Ja. und machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe richtig Hunger, habe schon ein Loch im Magen. Das ist mein Gericht. Über Gott segne es. Danke dir dafür. Amen. Und Reis und Miso-Suppe und irgend so ein Gewürz dazu. Und du hast Algen. Hier will ich auch stehen. Ich habe Aal, nicht Algen. Aal. Da sind Algen. Das sind Algen. Aal. Also Aal habe ich noch nicht gegessen. Ich habe schon einen Tintenfisch gegessen. Das Gefühl war komisch. Aal müsste bestimmt ähnlich gummig sein, ne? Oder? Aal ist lecker. Hä? Nein, es geht nicht um Geschmack. Geschmack ist gut. Nee, auch vom Gefühl. Gefühl her? Nein. Ich bin so gespannt. Okay, ich fange mit deinem ersten an. Wo ist ein Stück? Wo ist ein kleines Stück? Das schmeckt richtig gut. Es ist zart. Ist der Aal jetzt? Ja. Voll lecker Aal. Das nächste Mal nehme ich direkt Aal. Lecker. Und wie ist dein Hähnchen? Oh, Leute, zu viel Freude habe ich hier, ja? Okay. Okay. Ah. Das erinnert mich voll an Taiwan in den Nachtmärkten. Da habe ich immer so auch so gebraten, gepaniertes Hähnchen gegessen. So lecker. Schmeckt anders als unsere normalen. Ich weiß nicht, was die anders machen. Das fällt mir gerade auf, das habe ich extra gelernt. Ja. Okay. Dann isst du mal auf, fröhlich, ja. I'm happy. Yes. Wie viele Packungen sind hier drin? Nach was schmeckt das? Das haben wir im Sommer immer getrunken. Das ist so das typische kalte Sommergetränk. Aha. Ja, ist der Hammer. Umicha. Cool. Hier ist einfach mal das ganze Arsenal an Reis. Immer einmal im Band. Wie oft kocht man das dann? Einmal in einem Monat, einmal in der Woche? Es gibt viele Sachen, die dem Deutschen sehr ähnlich sind, gerade wie KitKats. Aber KitKats gibt es bei uns nur in Schokolade. Und in Japan gibt es dafür alle Sorten. Cool. Okay. Was ist das? Irgendwas mit Matcha, ne? Ja. Hier habe ich etwas. Das habe ich so oft gegessen. Vor allem abends, wenn ich die Mensa verpasst habe, dann kann man das überall kaufen im Kühlschrank. Und dann hast du ein Abendessen ohne zu kochen. Ja. Ich will mal selbst mal probieren. Okay. I'm gonna buy this jetzt. Wir haben geparkt
Und ich habe wie immer verpeilt, mehr zu merken, wo wir parken. Nur habe ich mir gemerkt, dass es ein Parkhaus ist. Und das Problem, wir haben so viele Parkhäuser, die alle gleich heißen. Jetzt find heraus, wo unser Parkhaus ist, ja? Wir haben das Auto gefunden, ja. 1 kilometer. Wir suchen jetzt einen Ort, wo wir chillen können noch, so ein Gärtchen. Süßigkeiten haben wir ja noch. Also wir sind jetzt irgendwo in irgendeinem Park gelandet. Wir müssen noch herausfinden, was für ein Park das ist. Das ist der Nordpark. Wir haben verschiedene Parkarten. Ehrlich? Da ist ein Springbrunnen dahinter. Sag mal, gucke ich durch das Haus durch gerade? Mädel, guck mal. Schaue ich da gerade durch das Haus durch? Garten anschauen. Auch im halbregnerischen Wetter lohnt es sich, weil sonst würden wir immer im Haus sein und das geht nicht. Sobald es aufhört zu regnen, ist man draußen. Oder auch wenn es leicht regnet, ist man draußen in Deutschland. Also Regen ist no excuse, nicht rauszugehen, gell? Also, ist aber schön. Blümchen, es blüht Obwohl es noch im was. Süden, da wo ich herkomme, weniger regnet. Gefühlt. Wie viele Wasserfälle gibt es hier, weißt du das? Das heißt Springbrunnen und ich glaube, es sind nur 2. Nur 2. Hier sind bestimmt auch Hochzeiten und so. Guck mal, da können wir voll was machen. Wir haben gar nicht reingeguckt, gell? Es ist voll cool hier, hab ich nicht erwartet, Leute. Schick, gell? Und das Wasser ist giftig. Ich will es nicht trinken. Was hat dich so bewegt, nach Asien zu gehen? Also ich habe ja Musik studiert und dann war auch die Frage, willst du ein Auslandsjahr machen, so ein Exchange Students Program, und ich war so, ja, voll. Und dann war die Frage, wohin, und ich war so, Amerika ist so ähnlich wie Deutsch, also es ist Westernwelt oder Frankreich oder so. Ich wollte aber was ganz anderes und dann habe ich gedacht, ja, gehen wir mal nach Asien. Dann hat unsere Schule gesagt, wir haben Austausch mit Japan und Taiwan. Ich habe beide angefragt und Taiwan hat ganz schnell zack, 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 und da war ich da. Ne? Wie bist du auf Japan gekommen? Bei mir war es im ersten Moment gar nicht so Asien oder Japan direkt, sondern seit ich mich für Jesus entschieden habe, war es für mich auch wichtig. Ich will Leuten von Gott erzählen, ich will Leuten von Jesus erzählen. Davon, wie er mein Leben verändert hat und wie mich das einfach frei gemacht hat, auch von vielem Selbstzweifel und so. Und das wollte ich einfach Menschen mitgeben. Und für mich war es im ersten Moment nicht so wichtig, wo. Ich wollte mehr über Gott lernen, ich wollte einfach selber im Glauben wachsen, um auch mehr zu haben, was ich weitergeben kann, viele Dinge auch besser klären zu können. Und ich bin aber nicht bei der Bibelschule rausgekommen, sondern bei der Internetseite von Send. Und da habe ich einen Videoclip gesehen über Leute, die das einfach schon gemacht haben, die in Japan Menschen von Jesus erzählt haben und wie sie einfach auch darüber berichtet haben. Einfach über die japanische Kultur, auch viel darüber, wie es nach dem Tsunami in Japan war. Und das hat mich sehr bewegt und das war so mein Grund, warum ich nach Japan gehen wollte. Die Frau will in Japan leben bleiben, hat sich in das Land verliebt, ja? Ist auch ein schönes Land, muss Auf man jeden echt sagen. Fall. Also ich weiß schon die ganze Zeit, wen ich besuchen werde in Japan. Herzlich willkommen. Let's go. Also einmal haben wir ein grünes KitKat mit Matcha-Geschmack, die sind super, ich liebe die. Und die sind das Beste zum Mitbringen nach Deutschland, weil alle sind so, die Schokolade ist grün, kann ich die essen? Aber die schmecken super lecker. Das glaube ich dir. Deswegen ist es so ein bisschen Kulturschock wegen dem Grün, aber es ist trotzdem einfach Hammer. Ja. Ansonsten halt verschiedene Sorten von Reiscrackern, weil Reiscracker gehen immer.
Mugicha. Stimmt, das haben wir ja heute geredet, ne? Genau. Mugicha war das Getränk, was wir einfach im Sommer immer getrunken haben. Das Tee, den stellst du in den Kühlschrank und er ist einfach super lecker. Ja, perfektes Sommergetränk. Jetzt ist zwar Herbst, aber Wir probieren es trotzdem. ja, ich habe keinen japanischen Laden bei mir in der Nähe, deswegen musste ich das jetzt ausnutzen. Ja. Mach auf. Es ist richtig grün. Ja. Also wenn du es anguckst. Es ist... Schaut mal an, grüne Schokolade. Ja, aber ich finde sie Hammer, die ist super lecker. Aber man schmeckt natürlich die Matsche, das Matsche. Man muss es mögen. Ja. Ja. Also, was war dein erster Eindruck, als du in Japan ankamst eigentlich? Mein allererster Eindruck war sogar noch am Flughafen. Ich wurde vom Flughafen abgeholt und dann sind wir Zug gefahren. Und wir sind hingegangen zum Zug und dann war eine Durchsage und ich habe so gefragt, hä, was sagen die? Und die Person, die mich abgeholt hat, die hat mir dann übersetzt und gesagt, ja, die entschuldigen sich gerade, dass dieser Zug 1 Minute zu spät ist. Und ich als Deutsche, die gerade in meiner Ausbildung viel Zug gefahren ist, war so, 1 Minute? Aber das war so mein erster Eindruck. Super pünktliche Züge und wenn dann mal 1 Minute zu spät ist, dann richtige Entschuldigungen. Es gab auch auf dem Boden so Striche und man hat sich dann links und rechts zu dem Strich angestellt, um in den Zug einzusteigen. Ja. Und der Zug hat genau mit der Türe da gehalten, wo die Striche sind. Und dann sind erstmal alle in der Mitte raus und dann sind die Leute von links und rechts eingestiegen. Konntest du damals schon Japanisch eigentlich? Echt? Ja, also ich habe in dem Moment, wo ich das Video über Japan gesehen habe, also 2011 der Tsunami, das Video, wo mich dann so bewegt hat, danach habe ich direkt angefangen Japanisch zu lernen, mich auch noch mehr zu informieren. Ja, kannst du was auf Japanisch sagen? Ja, was? I don't know, stell dich vor. Konnichiwa, Monika desu. Hast du vorher gelernt? Ja, ich habe davor offiziell, ich musste so ein bisschen Chinesisch lernen, so 6 Stunden, dann war so, ja, sie kann Chinesisch, ja, ich kann nicht Chinesisch. Und dann war das noch so, in Taiwan redet man Mandarin und Taiwanesisch, sind 2 verschiedene chinesische Sprachen, gell? Und ich habe dann einfach ein paar Wörter gelernt, so ein paar Sätze, aber ich war voll motiviert, ich so, ich will Chinesisch lernen, yes! Und dann wollte ich aber lieber mehr reden als lernen, dann habe ich einfach nur Englisch gelabert, leider. Ja, aber ich könnte vielleicht noch sagen, was kann ich sagen? Auf Chinesisch, ja? Oh ja. Mandarin, warte. Ich hoffe, alle, die echt das können, verzeihen mir, wie schlecht ich das rede. Aber okay. 我是 Lydia. 我有5个弟弟. Hey, yo, 我是德国人. Ich habe gesagt, ich bin Lydia. Ich habe 5 Brüder und ich komme aus Deutschland. Genau. Bücher oder Räume reingehen, damit ich üben kann. Diese Sachen konnte ich dann auf Chinesisch. Aber sonst, die waren alle ganz pfiffig. Die konnten also mehr oder weniger alle gut Englisch. Also für mich war kein Problem. Ja, ich habe halt so Alltags-Japanisch gelernt, so Sachen wie Samui desu yo ne, es ist kalt, ne? Ja, das ist auch wichtig. Ja. Trinken, Hunger, Essen, also solche Sachen, die hatte ich auch parat. Und übers Wetter reden. Als wir dann da waren, da war das so heiß, dann fingen die Leute an, mit Regenschirmen durch die Gegend zu gehen. Und ich war erstmal so, okay, aber dann habe ich gemerkt, wie gut das ist. Es war so heiß und es bringt wirklich Schutz. Und ich war immer so mit dem Regenschirm dabei, so thank you. Es war wirklich praktisch. Was für Herausforderungen hat es in der japanischen Kultur eigentlich? Die Leute haben nicht auf mir rumgehackt. Also so als Deutsche bin ich es gewöhnt, so negatives Feedback zu haben. Konstruktive Kritik, also damit du dich verbessern kannst. Nicht, damit man dich runtermachen kann, sondern dass du weißt, okay, das ist nicht so gut, da kann ich besser machen. Das ist eigentlich der Hintergedanke, der gute Hintergedanke. Und ich habe mir dann oft gedacht, ich meine, ich bin ja nicht perfekt. Warum sagt mir keiner, was ich falsch mache, damit ich es nicht nochmal mache? Weil man will ja auch nicht den anderen Leuten auf die Füße treten, man will nicht, dass sie sich irgendwie schlecht fühlen oder dass manche Sachen macht man ja auch unbewusst und dann sagt keiner dir Bescheid, so, hey, das ist nicht so gut. Und Japan ist aber mehr eine Kultur, wo man Rücksichtsnahme zeigt, wo man aber auch viel mehr Wert auf das Gute legt. Also man sagt, hey, das hast du super gut gemacht, das ist schön. Schuhe sind auch nochmal ein großes Thema in Japan. Es gibt viele Orte, wo man sie tragen muss und viele Orte, wo man sie nicht tragen darf. Es gibt extra Toilettenschuhe, es gibt
Hausschuhe, es gibt draußen Schuhe. Auf Tatami darf man gar nicht mit Schuhen drauf laufen. Also Tatami sind diese Reisstrohmatten. Und überall, wo man mit Schuhen laufen darf, darf man nicht ohne Schuhe laufen. Und wo man ohne Schuhe läuft, darf man nicht mit Schuhen laufen. Das sind echt komplizierte kulturelle Sachen, die muss man eigentlich wissen, gell? Ja, und dann ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der das dann auch Bescheid sagt. Genau. Aber in manchen Kulturen ist es einfach nicht üblich und dann ist es auch gut so. Ja, und die denken auch, du bist ein Ausländer, dann lassen die dich oft eher. Ja. Also bei mir, die Leute waren so herzlich zu mir, die haben mir so viel geholfen, wirklich alle Papiere, Unterlagen. Okay, ich kann natürlich kein Chinesisch lesen, ne? Aber die haben mir so viel geholfen und haben auch ausgeglichen. Ich habe lange nicht kulturell richtig Sachen gemacht, aber die haben erstmal alles einfach aufgefangen, haben gar nicht darauf reagiert. Aber irgendwann haben die mir dann auch gesagt, oh ja, da zieh die Schuhe aus, beziehungsweise wir müssen ein Gastgeschenk mitbringen und so. Das haben sie dann aber zum Ende des Jahres dann angefangen, mir beizubringen. Und da war ich so, okay, ja gut, dann weiß ich auch Bescheid, ne? Aber die Herzlichkeit hat mich umgeworfen. Wenn du zum Beispiel in Japan auf dem Bahnhof stehst, offensichtlich auch als Ausländer, und nur ein bisschen verwirrt durch die Gegend schaust, dann kommen Leute zu dir und fragen dich, kann ich dir helfen? Suchst du irgendeinen bestimmten Ort? Und das ist einfach voll schön zu sehen. Ja, auf jeden Fall. So, während du in Taiwan warst, warst du auch ab und zu in der Gemeinde oder in der Kirche? Oder ja, auf jeden Fall. Ich war sogar in 2. Oh, cool. Ja, ich wollte einfach ein paar kennenlernen. Ich war in einer internationalen und dann war ich in einer richtig taiwanesischen. Aber die haben taiwanesisch Mandarin geredet. Ich habe nichts verstanden. Ne? Deshalb irgendwann bin ich dann doch bei der internationalen stecken geblieben. Es war toll. Ich sag's immer wieder, egal wo ich bin, in egal welchem Land, wenn ich Leute dort treffe, die Gott lieb haben, wir sind mit den Geschwistern, wir lieben uns einfach so. Die Gemeinde haben viele kleine Babys aufgenommen, immer übers Wochenende. Und da habe ich dann mitgemacht, so in der Woche oder so, und habe dort auch geholfen mit den Babys. Und die waren so spezialisiert auf Kinder, die Mütter haben oder Väter, die eben halt HIV-infiziert sind oder drogenabhängig und so. Und dann habe ich eben halt mit denen aufgepasst und die waren so süß, so goldig. Ich wollte jedes Kind da mitnehmen. Manche waren 8 Monate, die hatten so viel Charme schon. Ich war so, wie kann man nur? Weil ich draußen unterwegs war mit denen, dann haben die Leute immer gedacht, ich bin aus Amerika und das ist mein Kind. Und ich war einfach immer so, yes, that's my child. No, I didn't say anything, aber ich war so, cool. Die waren so süß, wirklich. Das ist ein Fisch. Seht ihr den Fisch? Man sieht ihn ganz schlecht. Ich war in verschiedenen Gemeinden und Kirchen, weil ich bin viel rumgereist. Ich war nur einmal in einer internationalen Kirche. Okay. Sonst war ich immer in japanischen Gottesdiensten. Aber hast du so viel verstanden dann? Also wenn Missionare gepredigt haben, also Ausländer Japanisch geredet haben, dann habe ich die Hälfte der Predigt verstanden. Sobald Japaner gepredigt haben, war es dann wieder schwieriger, weil die haben halt einen größeren Wortschatz. Ja, klar. Aber doch, es war sehr schön. Ja. Es war auch cool zu sehen, wie Gott einfach in verschiedenen Sprachen überall angebetet wird. Ja, das ist cool. Das finde ich auch. Und auch zu sehen, was für ein brennendes Herz die japanische Gemeinde hat. Ja. Und das hat mich wirklich bewegt und ja, es war eine schöne Zeit. Ja. Und ich vermisse so die japanische Gemeinde auch. Ja, am meisten vermisse ich tatsächlich fast die Leute in der Kirche und die Studenten, mit denen ich war. Ja. So, jetzt sind wir im japanischen Garten, Ja. aber auch schon fast am Ende unserer Tour. Ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Hier sind sehr schöne verschiedene Gärten tatsächlich. Könnt ihr auch mal vorbeikommen, wenn ihr Bock habt. In Düsseldorf, ja. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei Monika vorbeischauen auf Instagram. Ja, Instagram, YouTube, wir schauen mal. Genau, den Link gebe ich, beziehungsweise wir beide werden noch auch ein Musikstück zusammen machen. Da könnt ihr auch vorbeischauen, aber ich werde euch Bescheid sagen, dann wisst ihr das, gell? Ja, ansonsten wir beide wünschen euch einen guten Tag, dass Gott euch weiter segnet und bis zum nächsten Video, würde ich sagen, gell? Bye, bye.